Was könnte das denn sein? Leute, heute gibt es eine richtig coole Bauanleitung eines Klopapierrollenhalters im Industrial Style, kombiniert mit Holz. Und das wird mal ein richtig cooler Hingucker in eurem modernen Bad oder WC. Denn von der Stange kaufen, das kann jeder. Und ich wünsche euch einfach viel Spaß bei der Bauanleitung. Servus und herzlich willkommen bei Gipfelholz. Leute, ihr habt es ja gerade gesehen, wir bauen uns heute einen richtig coolen Klopapierrollenhalter im Industrial Style, so ein bisschen gemixt mit Holz. Und ich finde es richtig cool, denn sowas hat nicht jeder. Weil von der Stange kaufen kann jeder. Und warum sich nicht mal was selber bauen aus Restholz, was hier einfach noch ein bisschen rumliegt. Und ein paar Fittinge hier, ein paar Rohrnippel und das Ganze wollen wir dann zusammenschrauben. Ich nehme euch heute mit in dieser kleinen Bauanleitung und zeige euch, wie ich diesen ganzen Klopapierrollenhalter bauen werde. Und ich wünsche euch einfach viel Spaß beim Schauen. Jetzt hole ich euch erstmal her und zeige, was wir hierfür alles brauchen. Das Wichtigste für dieses Projekt ist natürlich Altholz und diese Rohrnippel. Nein, Entschuldigung, stimmt nicht. Ganz am Schluss ist das Wichtigste die Klopapierrolle. Nee, Spaß beiseite. Fangen wir mal an. Jeder hat vielleicht von euch irgendwie Altholz irgendwo rumliegen. Ja, ich habe hier, das sind so kleine Mini-Brettchen, die sind 12 mm dick hier. Habe ich auch noch rumliegen, habe nie gewusst, was ich damit machen soll. Hier noch ein kleines Altholzstückchen. Hat bestimmt jeder rum. Da könnt ihr jedes Holz nehmen, was ihr gerade rumliegen habt. Je nach Geschmack natürlich. Und das Wichtigste ist natürlich auch dabei, dass wir jetzt diese Rohrnippel haben. Und zwar, was für Rohrnippel brauchen wir? Wir brauchen hier, das werde ich euch natürlich unten alles nochmal verlinken, was wir brauchen. Hier ein Rohrnippel zum Beispiel, da brauchen wir 3 Stück mit 40 mm Länge. Wir brauchen hier einen Rohrnippel mit beidseitigem Gewinde mit 150 mm. Wir brauchen 2 Kappen, wir brauchen einen 90-Grad-Winkel. Alles ist hier Halbzoll. Diesen 90-Grad-Winkel, wir brauchen ein T-Stück, wir brauchen ein Wandflansch hier, den gibt es aber auch noch in einer anderen Ausführung. Ich habe halt gerade noch den hier rumliegen gehabt, deshalb benutze ich den hier. Ihr könnt es aber auch einen flachen nehmen und gut ist. Mehr brauchen wir eigentlich dazu nicht. Jetzt noch ein bisschen Holzleim und wir können das erstmal mal loslegen. Ihr könnt den Klopapierrollenhalter natürlich am Schluss je nach euren Wünschen von der Größe her gestalten. Ich habe hier dieses Brett, was sowieso schon zugesägt war, habe ich jetzt hier mit 25 cm und eine Breite, da werden wir aber noch ein bisschen abnehmen hier davon, eine Breite von 13,5 cm. Und diese Dinger sind, habe ich ja schon gesagt, sind 12 mm stark. Das werden die Wände hier an der Seite werden und gut ist. Ich brauche da jetzt noch gar nicht mehr so ganz viel erklären. Wir werden jetzt erstmal dieses Brettchen hier, die Wände hier gerade sägen, schön glatt sägen und dann werden wir hier Wände drum bauen. Diese Wände werden, das schätze ich jetzt einfach mal, die machen wir 4 cm hoch. Ganz einfach, ganz schnell entschieden und da bauen wir jetzt einfach mal so Wände drumherum. Der Rahmen ist schon mal fertig, müssen wir nur noch hinhalten, schauen, ob es alles passt. Ja, es ist ein Millimeter hin oder her, ist wurscht, weil es wird ja eh ein rustikaler Rahmen. Klorollenhalter natürlich. So, jetzt werden wir das Ganze zusammenschießen, leimen und ich werde es mit dem Schussapparat machen. Ihr könnt es genauso ausschrauben.
Ist doch schon ganz cool geworden. Oder? Was meint ihr? Das ist eine tolle Ablage. Ihr habt es gerade beobachten können. Ich habe das Ganze noch mit Beize hier eingerieben, denn die Schnittkanten will ich nicht, dass man sie sieht. Und wenn es abgetrocknet ist, sieht man hier überhaupt nichts mehr von den Schnittkanten und es schaut gut aus. Jetzt werden wir aber die Rohrfittinge oder halt hier diese Nippel zusammenschrauben, alles so wie sie zusammengehören. Danach werden wir es nämlich nochmal putzen und lackieren, denn es soll nämlich schwarz matt werden. Das gefällt mir so am besten. Ihr könnt es natürlich auch hier blank lassen, aber ich möchte sie schwarz haben. Dann werden wir das Ganze noch mit Bienenwachs einlassen und wir werden natürlich das Ganze dann zusammenschrauben. Ich empfehle euch definitiv, diese ganze Schrauberei direkt hier auch richtig anzuballern, so wie die Sachen dann hingehören sollen. Denn wenn ihr das Ganze nämlich dann nachher an der Wand habt und mir nur mit 3 kleinen Dübeln hier befestigt habt und das mit so einer Gewalt rumdreht, ihr wisst es ja bei Fittingen hier, dass das ganz schön Gewalt manchmal braucht. Ich werde es nachher bei mir im Kroglock machen und werde die Sachen so hindrehen, wie ich sie brauche. Leute, das kann jetzt erstmal trocknen. In der Zwischenzeit werde ich hier mit Holzwachs das Ganze hier, den Halter hier einreiben, damit der schön geschmeidig wird. Dazu benutze ich mein Heliacare Holzwachs, kann ich euch unten auch nochmal verlinken. Ist echt ein cooles Zeug hier zum Zusammenschrauben. Wirklich, ich kann es euch nur empfehlen, macht das nicht an der Wand, sondern bombt die Dinger, die Fittinge und das Ganze, bombt die hier fest, so wie ihr sie braucht. Denn an der Wand mit den 3 Dübeln, wenn ihr da so richtig rumreißt, weil da braucht man richtig Gewalt, reißt ihr wahrscheinlich die Dübel wieder raus. So, also, geschmeidig das Wachs mal drauf. Das ist immer so schön, was da am Schluss rauskommt. Das Holz ist trocken vom Wachs. Der Halter selber mit schwarz-matt, die Farbe ist auch trocken. Schaut richtig cool aus, muss ich sagen. Mir persönlich gefällt es so am besten. Und jetzt müsst ihr das Ganze nur noch zusammenschreiben. Aber vorher, Leute, würde mich freuen, wenn ihr in den Kommentaren mal reinschreibt, was habt denn ihr für Klorollenhalter? Habt ihr ganz stinknormale von der Stange? Habt ihr euch auch mal was selber gebaut? Würde sowas bei euch reinpassen? Ihr könnt da alles mal unten rein bombardieren und vor allem, ob dieser Klorollenhalter euch gefallen würde. Der nächste Schritt ist ganz einfach. Ihr dübelt dieses Teil hier, diesen Halter an die Wand ran und dann kommt unser Holzstück schon drauf. Braucht ihr nur durchstecken, mit der zweiten Kappe einfach festdrehen. Und wenn ihr jetzt richtig gearbeitet habt, dann ist es hier eine absolute ebene Fläche hier. Hier könnt ihr es erkennen. Schön. Das Ganze liegt dann hier mit diesem Wandflansch an der Wand an. Somit verdreht sich auch hier die Schale oben nicht mehr. Ihr könnt es ja schon noch an, wenn ihr es dann hingeschraubt habt, natürlich den Deckel nochmal festbomben hier. Und dann ist gut. Und dann könnt ihr euren Klopapierrollenhalter benutzen, denn ihr müsst ja noch bestücken. Aber er schaut doch richtig cool aus. Ihr könnt jetzt nochmal hier richtig schön Deko draufstellen. Ich werde euch mal jetzt noch ein Bild einblenden.
wie er bei mir ausgeschaut hat. Und ja, einfach irgendwas draufstellen. Ihr könnt es auch bloß Klopapierrollen draufstellen, aber mir gefällt es mit der Deko einfach nur besser. So Leute, wir sind schon am Ende wieder. Ich hoffe, euch hat diese mini kleine Bauanleitung gefallen. Diesen Bau ohne Lackieren und das Warten auf die Trocknung, hey, das dauert keine halbe, dreiviertel Stunde und schon habe ich hier einen richtig einmaligen, tollen Klopapierrollenhalter, den nicht jeder hat. Leute, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da, abonniert die kleine Glocke, dann verpasst ihr nichts mehr von Gipfelholz und ich würde sagen, bis demnächst und Servus aus dem Allgäu.